Das hier ist ein Papier, das ich schon mit einer Farbe eingestrichen habe. Die ist getrocknet und jetzt werde ich eine zweite Farbe anrühren, sie drüber streichen und dann das Muster einbringen. Und die Konsistenz des, in diesem Fall der Tapetenkleisters, ist in etwa so. Sie muss so sein, dass man sie gut verstreichen kann. Ich lege dann mal los. Aus diesen Grundstoffen koche ich mein Kleister. Das ist in der Regel eine Stärke. Dazu kommt Wasser und ich koche sozusagen einen Pudding. Ich nehme also zum Beispiel 40 Gramm Reisstärke, rühre sie in einen halben Liter kaltes Wasser mit dem Schneebesen, koche das Ganze auf und während das Ganze aufkocht, merke ich schon, oh, jetzt wird es fester. Und dann nehme ich es gleich vom Herd und lasse es abkühlen. Ist ganz leicht, ist wirklich wie Pudding kochen. Also diese Reisstärke aus dem Klebreis ist aus dem Asialaden, kann man direkt so verwenden. Dies hier ist auch ein Klebreis aus dem Asialaden, aber den muss man erst mahlen. Ich habe also eine kleine Mühle. Vielleicht funktioniert auch so eine alte Kaffeemühle noch oder muss man gucken, wie ihr den eventuell mahlen könnt. Und der wird auch nicht so fein wie diese pudrige Reisstärke. Das macht aber nichts. Es gibt einen anderen Effekt hinterher, einen haptischen Effekt, und das zeige ich auch später noch in diesem Video. Den Kleister aus dem gemahlenen Klebreis muss man länger kochen. Der braucht mindestens 2 Minuten. Also die Hoffnung nicht aufgeben, wenn man das Ganze im Topf hat und rührt. Der wird schon fest, braucht nur einen Moment. Sehr schnell geht auch hier diese Speisestärke, das ist Maisstärke. Und hier in diesem Beutel habe ich Weizenstärke, die habe ich mir beim Bäcker gekauft. Hier gibt es da Lose. Und auch was ganz einfach anzurühren geht, das ist Tapetenkleister. Den gibt es ja in jedem Baumarkt. Steht drauf, wie man den anrühren muss oder welches Mengenverhältnis der haben muss. Aber das probiert man am besten einfach aus. Und wenn er zu fest ist, noch ein bisschen Wasser rein dazu und nochmal verrühren. Und wenn er zu flüssig ist, einfach noch ein bisschen Kleister dazu. Also ja, das wird dann schon. Und man kann ihn eben gleich verwenden. Die anderen Stärke, Kleister muss man erstmal abkühlen lassen, was aber auch nicht sehr lange dauert. Als Farbe kann man sowohl wasserlösliche als auch wasserfeste Farbe benutzen. Zu den wasserlöslichen Farben gehören Gouache und Tempera, und ich habe hier mal was ganz Günstiges vom Discounter gekauft. Zum Ausprobieren geht auch sowas erstmal, bevor man Geld in Farben investiert. Tinte funktioniert genauso, gehört auch zu den wasserlöslichen Farben, die man nehmen kann. Genauso wie wasserlösliche Beize. Die gibt es im Baumarkt, zum Beispiel von Clou. Und damit kann man sehr große Mengen ansetzen an Farbe. Das heißt also, wenn ich einen Tapetenkleister nehme und den färbe mit wasserlöslicher Beize, dann bin ich da sehr preisgünstig unterwegs und das eignet sich für sehr, sehr große Mengen.
Auch gehen Linoldruckfarben. Die werden dann aber später sehr matt, wenn die Kleisterfarbe getrocknet ist. Bei den wasserlöslichen Farben muss ich beachten, dass ich die fixieren muss. Denn wenn ich so ein Papier, was mit wasserlöslichen Kleisterfarben hergestellt wurde, hinterher anlange, dann habe ich die Farbe an den Händen. Und das möchte man ja eigentlich nicht. Also muss ich was machen, womit ich die Farbe fixiere, dass das nicht passiert. Und da gibt es einmal Carpaplex. Das ist auch in einer großen Menge relativ preisgünstig und ist gut haltbar, beziehungsweise das macht einen Überzug, der sehr dauerhaft und haltbar ist, muss aber mindestens 2 bis 3 Mal hinterher fixieren. Das heißt, mein Kleisterpapier ist trocken, dann rühre ich Carpaplex an, steht also hinten auch drauf, das Mischungsverhältnis mit Wasser ist das zu machen. Und dann muss ich einmal mit Carpaplex fixieren, dann lasse ich es wieder trocknen, dann noch eine zweite Schicht Carpaplex drauf, wieder trocknen lassen und noch eine dritte drauf. Also muss ich ein bisschen Arbeit noch rein investieren, wenn ich ein Papier haben will, was ich anlangen will. Und ich habe wasserlösliche Farben benutzt. Ich kann aber außer Carpaplex auch noch Bonawachs nehmen zum Fixieren und günstiges Haarspray. Wenn ich ein Fixativ nehme, das gibt es im Künstlermarkt, dann ist das sehr viel teurer. Aber ich denke mal so für den Schul- und für den Hobbybereich, da reichen entweder Carpaplex, Bonawachs oder Haarspray. Das kann ich mir alles sparen, wenn ich wasserfeste Farbe benutze. Und zwar gehört dann dazu eine Tusche und die Acrylfarben sowie Airbrush-Farbe, aber die habe ich selber nicht. Würde aber gehen. Bei den Acrylfarben kann ich Folgendes beachten. Die haben einen verschiedenen Deckungsgrad. Diese hier beispielsweise, die hat hier so ein Quadrat, so ein leeres Quadrat. Und das bedeutet immer, dass diese Farbe transparent ist. Diese Farbe hier, die hat so ein Quadrat, was zur Hälfte nur gefüllt ist, so diagonal. Die ist halbtransparent. Und das bedeutet, dass im Gegensatz zur transparenten Farbe in dieser schon mehr Pigmente drin sind. Und noch mehr Pigmente sind drin, wenn diese Farbe hier, wo ist das, so ein ausgefülltes Quadrat hat. Dann ist diese Farbe deckend. Und dann kann ich zum Beispiel mit einer deckenden hellen Farbe, die ich in den Kleister rühre, durchaus auch auf eine dunkle Farbe die zweite Schicht aufbringen. Sonst würde das, wenn ich mal angenommen, ich habe ein dunkles Grün und ich möchte darauf ein Gelb aufbringen oder eine Farbe, die mit Gelb gemischt ist, dann ist diese Farbe in der Regel etwas heller und dann sollte ich darauf achten, dass ich das mit einer deckenden Farbe mache. Sonst habe ich von meiner zweiten Schicht nichts. Die verschwindet einfach. Die ist kaum sichtbar. Und so kann ich mit diesen verschiedenen Abstufungen des Deckungsgrades auch noch spielen und kann Effekte erzielen. Ja, bei den ersten Blättern habe ich jetzt die Farbschicht so aufgetragen wie im Video gezeigt, also komplett über die erste Farbschicht drüber und habe dann ein Muster hineingegeben. Und hier habe ich mit so einem Plastikröhrchen einfach so Kreise reingezogen. Die sind jetzt wieder ein bisschen verschwunden und sind verschwommen, weil bei diesem Blatt war die zweite Farbschicht relativ dünnflüssig. Ich finde aber, dass das einen sehr schönen zufälligen Effekt gegeben hat. Hier habe ich ein Schaschlikstäbchen genommen und habe mit dem Schaschlikstäbchen mit einer Endloslinie so Rechtecke reingezeichnet. Hier hatte ich eine Gabel, eine alte, und habe die dann durch die Farbe gezogen. Hier habe ich einen Kamm aus Pappe gemacht und habe den dann übers Blatt bewegt. Einfach eine Zacken reinschneiden, kann man nehmen. Kann in verschiedenen Breiten machen, wie man das will. Hier habe ich mir einen Spachtel gemacht aus wahrscheinlich auch wieder einer Pappe und habe den so durchgezogen durch die Farbe. Und man kann natürlich auch so einen Malerspachtel nehmen
Und das hier ist aus einem Stück, das Linolboden. Auch da kann man Spachtel draus machen. Man muss da gar nichts kaufen. Irgendwo hat man was im Haushalt, was man dafür verwenden kann. Auch hier wieder irgend so ein Plastikröhrchen aus dem Abfall genommen und da Kreise reingedreht. Und dieses Muster ist zustande gekommen mit einem Kronkorken, den ich da durch die Farbe gezogen habe. Einfach so, ne? Hier habe ich die zweite Farbschicht anders aufgetragen, nämlich mit dem Pinsel, den ich dann so gedreht habe. Ja, und hier habe ich nochmal eine relativ flüssige Farbe, die ich hatte, drüber getröpfelt. Ebenso hier. Und bei dem Blatt habe ich einfach nur Farbreste genommen und habe die aufgetragen. Das sieht jetzt ein bisschen chaotisch aus und man denkt sich, wofür brauche ich jetzt so ein chaotisches Muster? Das ist ja viel zu aufregend. Also wenn man das dann als Umschlag nimmt, hat man ja immer nur einen Teil davon. Jetzt habe ich noch ein paar Blätter, da habe ich nur eine Farbschicht aufgetragen. Man muss ja nicht zwei auftragen, man kann. Hier habe ich zwei Farben verwendet mit einem breiteren Pinsel. Und vielleicht seht ihr, das schimmert ein bisschen. Das ist der Kleister aus der ganz, ganz feinen Reisstärke, die ich schon so als Reisstärke gekauft habe, nicht selber gemahlen habe. Also aus der feinen Reisstärke und dann noch mit einer transparenten Farbe rein, gibt also diesen Effekt. Und hier, das ist die andere Reisstärke, die ich ja selber gemahlen habe. Also den Reis, den ich gemahlen habe, der ist nicht so fein. Und ich hoffe, ich kann das jetzt so ein bisschen zeigen. Und das Blatt noch ein bisschen drehen. Hier sieht man, hier sind so, das ist rauer, nicht? Und ja, ich halte das nochmal so gegen das Licht. Hier kann man es jetzt sehen. Das hat dann eben auch so eine haptische Qualität, dieses Blatt. Ja, und bei dem habe ich einfach nur die eine Farbschicht, die drauf ist, so mit dem Pinsel aufgetragen. Und das war's schon. Ja, und ich glaube, man kann jetzt erahnen, man kann es eigentlich gar nicht erahnen, wie viele Möglichkeiten man da jetzt hat. Man kann eine Farbschicht machen, man kann zwei Farbschichten, man kann auch drei Farbschichten auftragen. Und man kann verschiedenste Werkzeuge benutzen, um dann die zweite Farbschicht in Teilen so zu verdrängen, dass sich ein Muster ergibt. Also, und es gibt dann noch die verschiedensten Werkzeuge, die man, hier habe ich noch das ist noch von so einem Verpackungsmaterial. Auch damit kann man natürlich ein Muster erzeugen. Also die Möglichkeiten sind eigentlich unendlich und da könnt ihr ganz viel entdecken, ganz viel Kreativität an den Tag legen und wie immer wünsche ich euch viel Spaß dabei.